Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyr. In der letzten Folge haben wir... Gut, da durch, okay. Haben wir das West End betreten und die Quarantänezone und sind jetzt... Heilige Scheiße, wie viel sind denn hier? Wie viele Ereignisse? Egal. Und sind jetzt zum Askelon Club rein und sind diesem jetzt auch offiziell, glaube ich, beigetreten. Okay. Ja. Okay. Naja. Und heute kümmern wir uns darum, dass wir den Askelon Club besser kennenlernen, sprich mit den Leuten reden. Und eventuell mal gucken, was das für eine Waffe war. Aha, Blutaufnahme 10. Moment. Welcome to the Askelon Club, then, Dr. Reed. Okay, der redet mit uns noch nicht. Wir müssen erst mit Lord Redgrave reden. Schätze ich. Falsche Richtung. Dahin müssen wir rein. Ich kann mit denen nicht reden. Mit dir kann ich reden. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Askelon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Ah, Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. stimmt allerdings, stimmt allerdings. Would you help them? No. There is a time for such methods,
But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Gut, wir wissen also, was mit dieser Stadt los, also mit dem Club schon mal hier abgeht. Aha, und dieser Dawson ist die Stütze von hier. Okay, gut zu wissen. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Okay. Okay. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the skulls. I have met peaceful and wise skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club, and you have carte blanche.
interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Es können neue Bürger getötet werden. Kapitel 4. Finde die Infektionsqualle. Und wie hoch ist es? Okay. Familienprotest. Porträts. Lord Redgrave will, dass ich mein gesamtes ärztliches Fachwissen bemühe, um alle möglichen Infektionsquellen im West End zu identifizieren und unschädlich zu machen. Er scheint sehr besorgt darüber zu sein, dass die Epidemie sich auf reiche Bezirke Londons ausweiten könnte und sich darauf womöglich die Elite Großbritanniens anstecken wird. Ich werde versuchen, die Ursache der Infektion aufzuspüren. Vermutlich soll ich zunächst alle Anwohner befragen, die ich vor Ort treffe, um so viel wie möglich über alle ungewöhnlichen, mit der Epidemie zusammenhängenden Aktivitäten in der Gegend zu erfahren. Ah, das ist jetzt Kapitel... der Moment. Ich kann nicht sagen, wie viele Quests ich habe zu tun hier. Naja. Frage Anwohner nach möglichen Infektionsquellen. Kann ich mit dir reden? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Okay. Ich dachte gerade tatsächlich ganz kurz bei dem roten Bildschirm, dass wieder unser Erschaffer mit uns redet und uns sagen will, tu das nicht. Aber, mein. Einfach nur Bandstufe erhöhen. Das heißt, wir dürften jetzt bei Bandstufe 4 sein. Oder 3. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Women's right to vote is only the first. So, ich habe mit dir schon geredet. Soll ich nochmal mit dir reden? Ja. Ich habe Stufe 4, gut. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Danke. Goodbye. She's been... Okay. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Den könnte ich nehmen. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Okay. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot.
Hm. Alles klar. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Hm. Okay, Migräne habe ich, glaube ich, nix. Nee. Da ist wer. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. So. Bro, Alter. Der klaut mir mein Blut. Und einmal Blut klauen. Gut, komm schon. Ich bin aus dem Krieg gekommen und beim Leichenhaufen aufgewacht. Also, wenn ich zurück auf dem Leichenhaufen soll, dann sagt es doch. Komm jetzt. Die wollten hier irgendwas machen. Die haben hier geklopft. Bin ich immer noch im West End? Ja, aber dann, wo laufe ich gerade hin? Das lasse ich jetzt einfach mal. Da gehe ich nicht weiter. Hier, ich sehe keinen einzigen Mensch auf der Straße. Haben die alle so viel Angst vor der Epidemie? Hm. It's locked. Wo laufe ich denn jetzt gerade hin? Okay. Schattenschleier. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich den benutzen kann. Muss ich mal gucken. Zum Geier laufe ich denn gerade hin? Hallo? Wo zum Geier bin ich denn jetzt? Schillinge. Der Mythos des gehörigen Vampirs. Was ein Märchen anders als vergessen. Was ist ein Märchen anders als vergessene oder mythifizierte Geschichte? Vampire sind die Verkörperung des Konzepts der Unsterblichkeit. Alle Wesen, die die Jahrhunderte überdauern, können sich selbst zu mythischen Figuren werden. Doch was ist mit den Geschichten, die so alt sind, dass selbst unter Vampiren zu Mythen wurden? Der Gedanke mag schwindelerregend klingen, doch wir als Gelehrte wissen, dass das Unmögliche immer nur das Unklägliche und Unbekannt darstellt. Seit einigen Jahren versuche ich nun schon die Spuren eines Wesens zu finden, das höchst selten von den englischen Unsterblichen gesichtet wurde. Der gehörnte Vampir. Ist unser nicht gehörnt? Egal. Durch die Jahrhunderte hindurch ließen sich nur 10 Sichtungen dieser Figur in den verschiedenen Dokumenten nachweisen, die unsere Orden zusammengetragen hat. Es ist die Silhouette eines Mannes, manchmal aus Blut, manchmal aus Dunst und Regen gemacht, die von Wales bis Schottland
vor Unsterblichkeit erscheint, die keine Vorstellung haben, was jenes Ding sein könnte. Was ist diese Kreatur mit dem großen Hirschgeweih? Ist sie in irgendeiner Weise mit Cernunnos verbunden, dem altehrwürdigen gehörten Gott der Kelten? Wir wissen es nicht. Bedenken Sie aber dies. Selbst Vampire ahnen nicht, was dieses Wesen sein könnte. Nun, das ist eine beängstigende Vorstellung. Wir können in der Gegenwart von etwas so alt, dass sich in der Ewigkeit nur wenig Anfallspunkte darauf finden. Das ist, glaube ich, unser Erschaffer, glaube ich. Sollte das wahr sein, müssen wir als Brüder von St. Paulus Nachforschungen zu diesem Wesen anstellen. Dies könnte uns helfen, die vergessenen Ursprünge der Vampire zu begreifen. Also in Erinnerung füge ich diesem Brief eine Abschrift des einzigen verschriftlichen Nachweis bei, den wir zum gehörigen Vampir besitzen. Es ist das skurrile Gedicht Die Träume der Roten Königin, das angeblich von dem Wesen verfasst wurde. Laut den Aussagen einiger Vampire sang die Kreatur das Gedicht ab und an, wenn sie kurzzeitig irgendwo in Großbritannien erschienen war. Ich lade alle unsere Brüder ein, diesen Text zu studieren und als Zeuge einer längst vergessenen Geschichte anzusehen. 12 Träume der Roten Königin mit der steinernen Krone, mit Augen wie Schnee, die ihr Verweilen sich lohne. 11 Dornen sprießen aus ihren sorgenvollen Bräunen, ersehnen die Ernte aus sprudelnden Quellen und üppigen Auen. Egal. 10 Kupferadern fließen aus den Tiefen der Erden, schmelzen zu Tränen, die Verbrannten ereilen werden. 9 Vollgescheite auf verbranntem Plan. Verdorren heißt jene, die unbeugsam waren. 8 gefräßige Biester geboren in 8 schlaflosen Nächten, ihre Nacken gestählt von ihren feurigen Mächten. 7 Zeichen der Wahrung in der Sommersluft zwingen Kinder zum Schlaf tief in geschützter Gruft. 6 Wachen beschrieten die Fährten der Jagd mit dem Schatten des Speers, der die Furchen weissagt. 5 Häuser in Trümmern vor Erde der Weise, 5 neue wie sie steigern empor, still und leise. 4 Nägel bohren sich durch das Fleisch des Sünders, er hängt am Ast seiner quellenden Begründer. 3 Bände verfassen mit dem Tänzers Hand, störrischen Rücken den Abgrund zugewandt. 2 Mächtige schlagen kämpfen ewig im Hain, sterbliche Grippe umwindend, scheinen dem Grabe bestimmt zu sein. Ein Gebet für den einen, den ich rief durch das Lied, ein Kind aus dem Dunkeln, das sich noch nicht entschied. Okay. Alles klar. Wo zum Geil bin ich jetzt aber? Würde ich gern wissen. Okay. Bin ich? So frisch ist das Blut hier nicht. I cannot enter. Moment, hä? Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, wir sind hier, wo wir damals gegen diesen Henker von den Leuten hier gekämpft haben. Okay, jetzt verbindet sich alles. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder hoch. So, in die Richtung müssen wir. Das heißt, wir sind tatsächlich umhergewandert, einmal um den kompletten Block. It's locked. Ah, alles klar. Naja. Dann gehen wir jetzt wieder an die Oberfläche und dann beenden wir die Folge, würde ich sagen. So. Untersuche die Bürger. Mache ich doch. Aber erstmal müssen wir hier wieder aus der Kanalisation raus. Dann beende ich die Folge aber auch. Bezirk verloren.
unter die kritische Grenze fällt. Versinkt der Bezirk im Chaos. Bürger werden als für mich gemeldet. Moment. Deswegen sind hier Bürger als vermisst gemeldet. Wir müssen den Bezirk langsam mal retten. Wir müssen auch mal mit den letzten Leuten hier reden. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir uns hier weiter um. Ciao. Euer Gladius.